Hallo und herzlich willkommen bei Gin TV. Ihr kennt uns als Plattform für klare Nachrichten und fundierte Analysen. Jetzt gibt es Gin TV auch zum Hören. Im neuen Gin TV Podcast. Spannende Interviews, Hintergründe und aktuelle Themen. Kompakt, verständlich und jederzeit verfügbar. Ihr findet unsere Folgen natürlich auch auf Spotify und allen anderen gängigen Podcast-Plattformen. Gin TV, jetzt nicht nur zum Sehen, sondern auch zum Hören. Europa erlebt 2025 eine spannende Phase, findest du nicht? Absolut. Nach Jahren der Unsicherheit wirken die neuen Initiativen richtig kraftvoll. Besonders spannend finde ich den europäischen Green Deal. Er scheint alles zu verändern. Ja, aber der Widerstand, gerade von den Bauern, ist schon heftig. Hättest du das erwartet? Ehrlich gesagt, nicht in dem Ausmaß. Aber wenn Existenzen bedroht sind, ist Protest nachvollziehbar. Klar. Und die Balance zwischen Klimaschutz und Wirtschaft ist ein echter Drahtseilakt. Apropos Wirtschaft. Die Nationalisierungswelle, besonders bei Airlines und Autobauern, war ziemlich drastisch. Stimmt. Aber war sie nicht auch nötig, um Europa widerstandsfähiger zu machen? Auf jeden Fall. Ohne Eingreifen hätte die Wirtschaft viel stärker gelitten. Ich finde, die neue politische Einheit unter der Führung von Ursula von der Leyen ist auch beeindruckend. Sie gibt der EU ein familiäres Gesicht, das Vertrauen schafft. Das war dringend nötig. Denkst du, Europa kann mit dem Green Deal wirklich Vorreiter beim Klimaschutz bleiben? Wenn es gelingt, Wirtschaft und Umwelt sinnvoll zu verbinden, ja. Aber der Weg bleibt steinig. Und die Finanzierung? Es wird viel auf innovative Kapitalquellen gesetzt. Ein Risiko, oder? Natürlich, aber auch eine große Chance, wenn private und öffentliche Mittel clever kombiniert werden. Die Rolle der politischen Gruppen im Parlament wird dabei entscheidend sein. Genau. Ohne geschicktes Agenda-Setting könnten wichtige Vorhaben schnell blockiert werden. Hast du die Proteste der Landwirte in Paris gesehen? Die Bilder waren echt bewegend. Ja, und sie zeigen, wie wichtig es ist, soziale Härten abzufedern, sonst kippt die Stimmung schnell. In diesem Zusammenhang sind die Investitionen aus dem Europäischen Recovery Fund entscheidend. Besonders für nachhaltige Landwirtschaft und neue Energieprojekte, da steckt viel Potenzial drin. Aber wie siehst du die externen Herausforderungen? Globaler Wettbewerbsdruck nimmt ja auch zu. Stimmt, und Europa muss technologisch viel schneller werden, sonst verliert es an Boden. Ein bisschen wie ein Fahrrad. Wenn man nicht tritt, kippt man um. Schönes Bild. Und das beschreibt die aktuelle Lage ziemlich genau. Meinst du, die sozialen Ungleichheiten könnten die politische Einheit gefährden? Absolut. Wenn die Schere weiter aufgeht, profitieren rechte Parteien davon. Also bleibt soziale Kohäsion genauso wichtig wie wirtschaftliche Stärke. Ganz genau. Ohne beides wird Europa seine Wiedergeburt schwer behaupten können. Vielleicht sollten wir zum Schluss eine Frage an unsere Zuhörer stellen. Gute Idee. Was denkt ihr? Wird der Green Deal Europas große Chance oder seine größte Herausforderung? Hast du die Berichte über den Krieg in Sudan gelesen? Die humanitäre Krise dort ist einfach erschütternd. Ja, ich habe davon gehört. Fast 12 Millionen Menschen wurden vertrieben. Das ist doch unfassbar. Absolut. Und das Schlimme ist, dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung jetzt Hunger leidet. Was ich besonders tragisch finde, über 70% der Krankenhäuser sind nicht mehr funktionsfähig. Genau. Cholera und Masern breiten sich wie Lauffeuer. Die medizinische Versorgung ist praktisch zusammengebrochen. Weißt du, wie es überhaupt zu diesem Krieg kam? Es begann ja schon mit der Machtübernahme nach al-Bashirs Sturz 2019. Ja, da haben die Armee und die RSF zusammengearbeitet, bis die Machtkämpfe völlig eskalierten. Typisch, oder? Erst zusammen gegen einen Feind, dann gegenseitig an die Kehle. Das erinnert mich an ein Haus, das zusammengebaut wird und dann von innen heraus zerfällt. Und jetzt leiden Millionen Menschen darunter. Gerade ethnische Minderheiten wie die Masalit sind massiv betroffen. Richtig. Teilweise spricht man schon von ethnischer Säuberung. So schlimm ist es. Denkst du, die internationale Gemeinschaft tut genug? Leider nein. Viele Hilfsorganisationen sind unterfinanziert
und lokale Machthaber behindern die Hilfe gezielt. Ich finde es erschreckend, dass selbst Kinderschutzprogramme kaum noch funktionieren. Dabei sind Kinder doch die ersten Opfer solcher Konflikte. Ohne Schule, ohne Sicherheit, ohne Zukunft. Und die Region wird weiter destabilisiert. Der Einfluss der Golfstaaten macht alles noch komplizierter. Absolut. Wenn jeder eigene Interessen verfolgt, bleibt der Frieden auf der Strecke. Gab es eigentlich diplomatische Ansätze, die Hoffnung gemacht haben? Einige. Aber ohne echten Willen der Konfliktparteien scheitern selbst die besten Friedenspläne. Vielleicht bräuchte es mehr lokale Initiativen, die wirklich auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen. Ja, bottom-up statt top-down, sonst dreht sich das Rad der Gewalt einfach immer weiter. Findest du, es gibt trotzdem Hoffnung für Sudan? Hoffnung gibt es immer, aber sie braucht Geduld, Unterstützung und echte Veränderung von innen heraus. Vielleicht sollten wir mehr darüber reden. Je mehr Aufmerksamkeit, desto größer die Chance auf Hilfe. Genau das. Und vielleicht können wir wenigstens hier damit anfangen. Das wäre ein richtiger und wichtiger Schritt vorwärts. Vielen Dank für das Gespräch und ich freue mich, auch in Zukunft mit dir solch wichtige Themen diskutieren zu dürfen. Es ist mir immer eine große Freude, hier bei euch sein zu können. Dann sehen wir uns ja bald wieder, hier auf Jin TV. Willkommen zu unserer heutigen Folge. Wir sprechen über ein historisches Ereignis, die Beerdigung von Papst Franziskus in Rom. Ja, ein wirklich bewegender Moment. Es ist ja äußerst selten, dass ein amtierender Papst stirbt. Genau. Schon der Tod von Papst Franziskus an sich war eine Nachricht, die die Welt erschüttert hat. Und die Beerdigung wurde natürlich auf dem Petersplatz in Rom abgehalten, unter großer internationaler Anteilnahme. Wusstest du, dass über 50 Staatsoberhäupter anwesend waren? Ein Zeichen dafür, welchen weltweiten Einfluss er hatte. Absolut. Auch die Atmosphäre war besonders. Trotz der Trauer spürte man viel Respekt und Dankbarkeit. Besonders beeindruckt hat mich die Schlichtheit der Zeremonie. Keine große Inszenierung, eher würdevoll und einfach. Ganz im Sinne von Papst Franziskus Bescheidenheit. Er war ja immer gegen Prunk und Luxus. Ja, und auch bei seiner Beerdigung blieb er seiner Linie treu. Sogar sein Sarg war aus einfachem Zypressenholz. Diese bewusste Wahl passt so gut zu seiner Persönlichkeit. Ein echter Mann des Volkes. Es wurde ja auch kein aufwendiges Mausoleum gebaut, sondern er wurde im vatikanischen Grottengrab beigesetzt. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Viele hätten sicher ein größeres Denkmal erwartet. Ja, aber genau das macht ihn so besonders. Er wollte nie im Mittelpunkt stehen, sondern immer Christus. Hast du die Predigt gehört? Der neue Papst Benedikt XVI. Hat sehr persönliche Worte gefunden. Ja, das war wirklich ergreifend. Er sprach von Franziskus als Diener der Barmherzigkeit. Dieses Bild passt perfekt. Franziskus hat sich ja besonders für soziale Gerechtigkeit und die Armen eingesetzt. Ich erinnere mich noch, wie er nach seinem Amtsantritt sofort das Gästehaus Santa Marta bezogen hat, statt im apostolischen Palast zu wohnen. Genau. Er wollte nah bei den Menschen bleiben, nicht abgeschottet in einer Palastwelt. Bei der Beerdigung waren ja auch viele einfache Leute auf dem Petersplatz, nicht nur Würdenträger. Das fand ich besonders schön. Es zeigte, wie sehr Franziskus die Herzen der Menschen erreicht hatte. Und trotzdem war auch der weltpolitische Einfluss spürbar. Vertreter aus allen Religionen waren anwesend. Das zeigt, wie sehr Franziskus Brücken gebaut hat, gerade auch im interreligiösen Dialog. Und nicht zu vergessen, seine vielen Initiativen für den Umweltschutz. Laudato si bleibt unvergessen. Ein Papst, der nicht nur religiöse, sondern auch weltliche Themen aufgegriffen hat. Und dabei immer authentisch geblieben ist. Kein Politiker in Sutan, sondern ein echter Hirte. Auch seine Nähe zu Flüchtlingen und Migranten war beeindruckend. Er hat immer wieder persönlich Zeichen gesetzt. Erinnerst du dich an seinen Besuch auf Lampedusa gleich zu Beginn seines Pontifikats? Natürlich. Er hat das Schicksal der Flüchtlinge damals auf die Weltbühne gebracht. Diese Themen spiegelten sich auch in der Gestaltung seiner Beerdigung wider. Offenheit, Bescheidenheit, Solidarität. Es gab ja auch keine übertriebenen Staatsakte. Alles blieb sehr liturgisch und konzentriert. Genau.
Selbst das Requiem war eher schlicht gehalten, mit viel Raum für Stille und Gebet. Was mir besonders aufgefallen ist: Die Menschen waren wirklich in tiefer Andacht versunken. Kein Spektakel, sondern ehrliche Trauer und Verbundenheit. Und gleichzeitig auch eine stille Freude über sein Lebenswerk und seine Botschaft. Ja, eine Mischung aus Wehmut und Dankbarkeit, irgendwie typisch für ihn. Glaubst du, dass seine Art das Papsttum dauerhaft verändert hat? Ich denke schon. Franziskus hat Maßstäbe gesetzt, die sich nicht einfach rückgängig machen lassen. Vor allem das Bild des Papstes als bescheidener Diener und nicht als Monarch. Und sein Mut, unbequeme Wahrheiten anzusprechen, wird sicher in Erinnerung bleiben. Wie etwa seine Kritik am globalen Kapitalismus oder am Waffenhandel. Genau. Er hat nie davor zurückgeschreckt, auch unbequeme Positionen einzunehmen. Und immer mit einer Mischung aus Klarheit und Barmherzigkeit. Auch seine Offenheit gegenüber gesellschaftlichen Veränderungen war bemerkenswert. Gerade in Fragen wie Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit und interreligiöser Dialog. Denkst du, sein Nachfolger wird diesen Kurs fortsetzen? Schwer zu sagen. Aber der neue Papst Benedikt XVI. Scheint ähnliche Akzente setzen zu wollen. Ja, seine ersten Ansprachen klingen jedenfalls sehr von Franziskus inspiriert. Vielleicht wird sich das Papsttum weiter öffnen und noch stärker auf die globalen Herausforderungen reagieren. Was meinst du, welche Erinnerung wird am stärksten mit Franziskus verbunden bleiben? Für mich ist es seine konsequente Demut und seine Nähe zu den Ausgegrenzten. Für mich auch. Und sein Aufruf, eine Kirche der Armen für die Armen zu sein. Das wird sein bleibendes Vermächtnis sein, denke ich. Und vielleicht auch eine dauerhafte Mahnung an uns alle, was wirklich zählt. Genau. Nicht Macht oder Status, sondern Mitgefühl und Solidarität. Vielleicht ist das auch die wichtigste Botschaft seiner Beerdigung gewesen. Eine stille Erinnerung daran, dass Größe oft in der Einfachheit liegt. Und dass wahre Führung nicht durch Stärke, sondern durch Dienst geschieht. Ich finde, das ist ein Gedanke, der weit über die Kirche hinaus Gültigkeit hat. Absolut. Vielleicht sollten wir uns öfter daran erinnern, gerade in unserer heutigen Welt. Auf jeden Fall. Ein würdiger Abschied für einen bemerkenswerten Papst. Und eine Inspiration für kommende Generationen. Damit schließen wir unsere heutige Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal bei unserem Podcast auf GIN TV.